Einst stand hier die Berliner Mauer. Nun wimmelt es von Jungunternehmern. Gegen 1000 Gründer von Internet-Startups teilen sich das ehemalige Industriegebäude als Büro. Darunter sind auch Schweizer. Einer davon ist Marc Wies. Sein Start-up vertreibt über eine App Tickets für Sehenswürdigkeiten. Das Zückerchen, ein 360-Grad-Clip, zeigt bereits vor dem Besuch, was einen erwartet. Noch gibt es Verbesserungspotenzial. Wir müssen die Attraktivität der Überschriften verbessern. Der Kunde weiß nicht, was er zu erwarten hat beim Titel Storyline von Berlin. Standort Berlin. Das war für Wies und seine Mitgründer von Anfang an klar. Auch weil für Start-ups die gleichen wirtschaftlichen Bedingungen entscheidend sind wie für etablierte Unternehmen. Das ist für uns ein strategischer Entscheid gewesen, wenn wir gewusst haben, dass wir relativ viel Personal werden brauchen im Vertrieb- und Marketingbereich in der Zukunft, was dazu führt, dass wir mehr Personalkosten haben und auch eine größere Mietfläche werden haben. Und das ist einfach um einiges günstiger in Berlin, als das es momentan ist in Zürich. Vorteile hat Berlin nicht nur, wenn es um die Kosten geht. Die Stadt holt sich in europäischen Standortvergleichen regelmäßig die vordersten Plätze. So auch beim Kapital. 2,1 Milliarden Euro investierten Geldgeber 2015 in Berliner Start-ups. Etwas weniger Kapital floss in den Standort London. Noch rund 1 Milliarde erhielten Stockholmer Jungunternehmen. Mit 0,1 Milliarden Euro ist Zürich schwer im Hintertreffen. Ein Grund: die risikoscheue Mentalität. Da habe man noch viel Luft nach oben, vor allem in einem reichen Land wie der Schweiz, so Urs Häusler, selbst Gründer eines Internet-Startups und Präsident der Schweizer Start-up-Vereinigung. Er fühlt den Jungunternehmern den Puls hier im Impact Hub, wo sich die Zürcher Start-up-Szene trifft. Es gäbe noch mehr zu verbessern. Schlussendlich sind es ganze Haufen Stellschrauben, die ineinander hineingreifen, die uns noch in den Rückstand bringen. Wir haben sehr viele positive Bereiche. Beispielsweise ein ETH, EPFL, Universitäten, wo man Top-Talente ausbildet. Und genau gleichzeitig schicken wir dann, wenn das nicht EU-Studenten sind, sobald sie Studentenvisum nicht mehr haben, müssen sie wieder zurückgehen. Bei den Kosten, dem Risikokapital und den internationalen Talenten, da ziehe Zürich klar den kürzeren, bestätigt auch Marc Bernecker. Er investiert in Zürich und Berlin in Start-ups. Wir brauchen in Zürich noch mehr passionierte, global denkende Unternehmer, die wirklich die Welt verändern wollen. Und aus meiner Sicht ist das der wichtigste Punkt, den wir brauchen, um aufholen, verglichen zu Berlin und anderen Standorten. Der Unternehmergroove wird in Berlin sehr aktiv gefördert. Gründer werden regelrecht überhäuft mit Veranstaltungseinladungen. Dieser Spirit sei speziell, bestätigt Marc Wies. Das Unternehmen das ist an sich ja bereits ein ziemliches Abenteuer. Und Berlin als Stadt kann man damit eigentlich ganz gut verbinden, weil es ist eine sehr weltoffene, wilde Stadt, die sehr jung ist, auch in seiner Art und Weise. Berlin hat die Nase vorn bei den Internet-Startups, auch wegen seines hippen Images. In Zürich fehlen Kleinigkeiten, um mit Berlin mithalten zu können. Kleinigkeiten, die aber maßgebend sein könnten. Vor allem bei international erfolgversprechenden Start-ups.